Willkommen zurück, liebe Freunde. Heute hier wieder im Legoland Günzburg. Wir haben den weiten Weg wieder auf uns genommen und sind hierher gefahren, um ein bisschen einzukaufen, um ein bisschen mit den Achterbahnen zu fahren. Was ist genau unsere Mission heute? Wir wissen es noch nicht genau. Wir werden ein bisschen freestylen und nehmen euch mit der Kamera auf jeden Fall mit. Wir Rita, tun, was gefällt. was hast du noch zu sagen? Bist du gut drauf? Definitiv. Ja. Ich freue mich, dass wir aus dem Auto raus sind und endlich im Legoland. Viel Spaß. Tschüss. Einmal die Rita. Und einmal die Christoph. Rita beim Taucher. Und man merkt schon, es ist heute ein wenig mehr los als noch bei unserem letzten Besuch Anfang April. Aber das ist ja auch gut so. Hoffentlich wird das Wetter auch schöner. Auch schön, muss ich sagen. Also letztes Mal war es ja dann auch im Endeffekt schön. Heute ist es aber definitiv schon viel besser in der Früh. Also ich bin gespannt. Wir auch. Wir machen es heute mal ganz anders als sonst. Im Miniland waren wir noch nie am Vormittag, aber es schaut sehr schön aus, weil jetzt die Sonne rausgekommen ist. Und ich würde sagen, es sind auch relativ wenig Leute, weil die meisten gleich zu den Achterbahnen gestürmt sind. Wir werden hier mal schauen, ob es was Neues gibt und drehen eine Runde durchs altbekannte und immer schöne Miniland. Weil sich wahrscheinlich seit unserem letzten Besuch vor 3 Wochen nicht allzu viel getan haben wird. Wir werden sehen. Der Fox LKW ist mir noch nicht aufgefallen. Mir auch nicht, aber sonst sieht Frankfurt und der Römer wie eh und je aus. Und ja, der Held ist heute wieder mal nicht da, aber das ist auch nichts Neues. Keine Ahnung, ob der überhaupt schon mal hier war. Wir fahren auf jeden Fall gern hierher. Ja, wunderbar hier in diesem Licht. Die Anlage hier, das Miniland des Legoland Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, hier spielt auch überall Musik, Figuren bewegen sich. Das hört man zum Teil, wenn hier viele Leute sind und speziell natürlich auch viele Kinder, dann eher weniger. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals bei diesem Allianz Arena Stadion gestanden sind und es waren keine Leute hier. Also heute haben wir wirklich erste Reihe fußfrei sozusagen hier im Bayern Stadion, wo gerade ein Spiel angepfiffen wird und die FC Bayern-Fans ihre Flaggen hissen. Nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen oder gehört habt, über 30.000 Minifiguren zieren dieses Stadion. Hast du schon mal die gesehen, die hier sich duschen? Also es ist alles mit dabei. Unglaublich. Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Wieder raus aus dem Miniland zu Ritas alten Freund. Ich wollte schon länger mal mit ihr zum Einstein-Museum nach Ulm fahren, aber sie verweigert mir das immer. Rebuild the World sieht momentan noch geschlossen aus. Es ist aber erst kurz nach 10 und ich würde sagen, wir trauen uns vielleicht, weil die Warteschlange nicht so lange zu sein scheint, vielleicht hier auf das große Lego-Rennen. Ich weiß nicht, Rita, bist du dafür schon imstande? Ja. Sieht gut aus. Dann nichts wie rein hier. Und groß genug sind wir allemal, hoffe ich, weil da vorne die Größenangabe ist, wie groß man sein muss. Keine Masken mehr zu sein. Sieht so aus, also Masken sehe ich fast gar keine mehr. Ich weiß nicht, wie es in den Innenräumen ist, das werden wir dann gleich sehen. Aber jetzt wird mal gefahren hier. Eine Fahrt mit dem großen Lego-Rennen ist immer die Wartezeit wert, vor allem wenn es so ist wie bei uns heute. Wir haben nicht mal 5 Minuten gewartet. Ja. Also diese Bahn ist speziell in den Morgenstunden ein echter Geheimtipp. Hat auch von der Kapazität her zwar nicht besonders viel zu bieten, aber wir waren wirklich, wirklich sehr schnell dran. So, ja. Jetzt geht's weiter. Voll okay von der Fahrt her, außer dieser erste Ding. Der ist schon ein bisschen intensiv, würde ich sagen. Aber dann geht es entspannt weiter. So soll es sein. Also wir gehen heute die genau verkehrte Richtung. Wenn ihr euch nicht auskennt, müsst ihr euch die alten Videos einfach rückwärts ansehen. Dann wisst ihr, wo wir sind. Diese Wasserbahn ist auch schon geöffnet. Da fahren wir heute aber nicht, weil es doch noch etwas kühl ist. Ich würde lieber ins Schnäppchenzelt schauen, aber das ist leider auch noch nicht geöffnet.
Deswegen geht es jetzt mal nach hinten in den Ninjago-Bereich, würde ich sagen, oder? Ja. Christoph snackt sich noch ein Sandwich, bevor wir in den Ninjago-Bereich gehen, um gut gestärkt dann vielleicht mit diesen Spinnern zu fahren. Wir werden es herausfinden. Und wie jedes Mal, wenn wir hier sind, stellt sich Rita zu dem alten Ninja-Meister. Ich weiß nicht, ist sie in ihn verliebt oder so, ich habe keine Ahnung. Aber damit herzlich willkommen zum Ninjago-Bereich des Legolands. Ein kleiner, aber feiner Bereich. Im Sommer werden auch hier so Straßenspektakel aufgeführt. Wir haben hier schon mal erlebt, wo sie die ganze Pflasterung hier bemalt haben. Unsere Mission, unser Ziel ist aber heute Ninjago The Ride. Eine Attraktion, auf der man leider auch nicht filmen darf. Es ist ein Dark Ride. Man ist drinnen unterwegs und muss mit Karate-Moves Bösewichte abwehren. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ein kleiner Spielplatz hier drüben. Kleiner Spielplatz. Coole Aufbauten auf jeden Fall auch hier. Und wir werden auch natürlich für euch testen, ob es mit den Wartezeitenangaben hier seine Richtigkeit hat bei dieser Fahrt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ist 13 Minuten Wartezeit hier angegeben. Wir gehen mal rein und schauen, ob das korrekt ist. Viel Spaß. Ein Tipp, falls euch kalt sein sollte, weil es nicht so ein schöner Tag ist, wie wir heute haben, dann geht doch unbedingt in Ninjago The Ride, denn erstens mal kommen euch gleich mal am Anfang Flammen entgegen, dass es sehr, sehr warm wird. Und zweitens mal ist man so aktiv, dass einem so warm wird. Genau, also man fährt da durch so eine dunkle Anlage durch mit 3D-Brille und es kommen lauter Skelette und Zombies auf einen zu. Man muss die Ninja-mäßig mit Karateschlägen weghauen. Was uns auch sehr gefreut hat, die Wartezeit hat überhaupt nicht gestimmt. Es war ein sogenannter Walk-on, also wir sind eigentlich nur durchgegangen und vor uns war niemand. Es ist ein Traum. Jetzt ist die Wartezeit sogar auf 20 Minuten gesprungen, aber ich glaube nicht, dass viele Leute hinter uns reingegangen sind. Also Wartezeitenanzeige, Fehlanzeige in diesem Fall. Und wir schauen jetzt mal, was bei den Piraten los ist. Bis gleich. Ja. Und ganz egal, wie das Wetter ist, ob Sonne, ob Regen, es gibt immer Leute, die hier mit diesem Piratenboot fahren. Es gibt immer Piraten. Es gibt immer Piraten, die hier mit diesen Piratenbooten fahren. Und was uns sehr freut, es sind einerseits diese Kanonen, vielleicht seht ihr die Kiddies dort hinten, wieder im Einsatz. Die waren jetzt zu Corona-Zeiten immer abgedeckt und da konnte man nicht spritzen. Und genauso hier auf der anderen Seite, diese ferngesteuerten kleinen Piratenboote scheinen auch wieder in Betrieb zu sein. Da schauen wir jetzt gleich nochmal hin. Ja, sieht ganz so aus, als wären auch die wieder in Betrieb. Ich glaube, hier muss man einen Euro reinschmeißen oder wie funktioniert das? Keine Ahnung. Mit Kreditkarte, sehr modern. Und dann kann man hier wahrscheinlich für ein paar Minütchen ein kleines Piratenschiff steuern. Werden wir vielleicht auch mal machen. Frau Captain Jack Sparrow, jetzt schauen wir mal weiter. Nächster Stopp. Kein Plan, vielleicht die Ägypter. Ich würde gern vielleicht bei Johnny Thunder eine Runde mitfahren. Du filmst heute gar nicht die Musikanten. Unsere alten Freunde natürlich, wie könnte es anders sein? Sie sind auch wieder mit von der Partie und sie wurden auch gewartet, wie ich sehe, weil bei dem ein oder anderen Mal diese Motion Control nicht funktioniert hat, aber jetzt funktioniert es wieder. Wunderbar, wunderbar. Ja. Ich bin auch schon sehr gespannt, ob wir uns heute mal mit der Wasserrutsche fahren trauen. Das Problem ist nur wirklich, wenn es draußen nicht so warm ist, dann läuft man Gefahr, hier den ganzen Tag irgendwie ein wenig nass durch den Park laufen zu müssen, weil die Kleidung eher schlecht trocken wird, außer ihr habt Ersatzkleidung dabei. Wir warten jetzt nochmal auf das nächste Schiff und sehen dann, ob die Leute zufrieden hier diesen Sturzbach hinunterfahren. Zufrieden hinunterfahren. Oder besser gesagt, ob sie zufrieden sind, wenn sie dann unten sind. Oben werden sie, sie man gut sieht sie ankommen. schon. Sie kommen alle schon. gut eingepackt. Ja. Sie lachen noch, aber das Lachen wird ihnen gleich vergehen.
Naja, also ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt, aber die Leute sind schon ganz schön nass gespritzt. Das wird jetzt momentan bei unter 10 Grad wohl eher nichts. Vielleicht am Nachmittag. Ja. Wir gehen mal weiter. Rita im Land der Pharaonen, zu Gast bei Johnny Thunder und seinen Freunden. Hier natürlich bei den Pyramiden und Konsorten. Ein Themenbereich, der auch etwas neuer ist hier in Günzburg, aber der natürlich nicht weniger cool ist und wo wir auch hinschauen, weil es da ein paar nette Fahrgeschäfte gibt. Und heute, glaube ich, werfen wir auch mal einen genaueren Blick auf die Baustelle hinten, die wir letztes Mal nur so stiefmütterlich gefilmt haben. Ich würde sagen, dort gehen wir vielleicht gleich mal hin, während Rita euch was erzählen kann. Ach ja. Ich dachte mir eigentlich, Christoph macht eine romantische Ballonfahrt mit mir, aber gut, anscheinend hat er nicht aus meiner Wild City Situation gelernt. Ihr erinnert euch, der Mann, der mit seiner bald Ehefrau über den Güterbahnhof fliegt. Ja, das Problem ist, ich sehe hier keinen Güterbahnhof, ich sehe hier nur Ach ja. eine altägyptische Ausgrabungsstätte. Was weniger romantisch ist. Nicht so romantisch wie ein Güterbahnhof. Oh je. Aber wir sehen schon Bagger, die hier rumbaggern. Hier? Nein, ich sehe schon. Christoph ist ärger als Detective Pikachu. Er macht sich auf den Weg. Und oje, Christoph hat mehr Glück als Verstand, denn das Fahrgeschäft ist derzeit geschlossen. Also können wir gar nicht fahren. Schade. So. Wir machen uns auf den Weg zur Baustelle und man sieht einen Bagger. Wobei ich nicht genau weiß, ist das jetzt das Gebiet, wo dieser neue mysteriöse Themenpark hinkommt, oder ist das das, wo das Ninjago Hotel hinkommt? Das Ninjago Hotel ist doch schon fertig. Das Zweiteres, weil das Ninjago Hotel ja schon fertig ist, mehr oder weniger. Okay, also hier ist auf jeden Fall jede Menge im Bau. Wir sehen hier demnächst einen neuen Parkabschnitt und sind natürlich schon gespannt, was das werden wird. Zuerst fahren wir aber jetzt, wie wir bereits gesagt haben, mal mit Johnny Thunder. Die einzige Ballonfahrt, die wir mit Rita heute machen können, ist diese hier. Wir sind am Boden, aber es gibt hier einen Ballon und jetzt braucht niemand mehr sagen, dass ich nicht doch eine romantische Ader habe. Aber Heiratsantrag gibt es heute keinen mehr, das ist schon gewesen. Und außerdem habe ich jetzt keinen Ring dabei. Hätte man mich früher fragen müssen. Dann fahre ich mit diesem gerne hier. Dieses Fahrgeschäft übt auch eine unglaubliche Anziehungskraft auf alle möglichen Parkbesucher aus. Wir sind damit einmal gefahren und waren dann so K.O., dass wir uns fast ins Bett legen mussten. Hatten wir auch ein Hotel und das wäre einfach gewesen, einfach zurück ins Hotel nach der ersten Fahrt. Heute müssen wir wieder nach Hause fahren, deswegen passen wir. Aber natürlich gehören auch alte ägyptische Feuer gelöscht und da gibt es zum Glück jede Menge Freiwillige, die das gerne tun. Interessant, ich habe gerade gelesen, heute ist es geschlossen ab 12:30 Uhr dieses Fahrgeschäft. Also diese Feuerwehr hier? Wenn ihr euch messen wollt mit euren Freunden, vielleicht tendenziell eher am Vormittag hierher kommen. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal so ist. Keine Ahnung. Weil es mittags dann zu heiß wird oder wegen der Baustelle, ja. Das könnte natürlich sein. Ein weiteres Fahrgeschäft, die Tempelexpedition mit Johnny Thunder. Ihr seht es, Wartezeit 6 Minuten. Ich glaube, es wird aber nicht recht dramatisch werden, weil hier überhaupt niemand reingegangen ist vor uns. Ein paar Leute sehe ich, aber alle gehen. Auch ein netter Dark Ride, wo man so auf kleinen Autos gemeinsam mit Johnny Thunder durch altägyptische Ausgrabungsstätten geht. Und ja, in Innenräumen ist noch Maskenpflicht, also setzen wir die mal schnell auf. Auf jeden Fall fährt man hier so durch und kann dann mit einer Pistole die Ägypter abschießen. Und es wartet überhaupt niemand, das ist sehr gut.
Schatz des Tutanchamun ist ausgehoben. Wir haben Baron von Beren besiegt und sind mit Johnny Thunder noch auf ein Bierchen gegangen. Richtig. Auch hier überhaupt keine Wartezeit. Wir sind sofort drangekommen. Also aus den 6 Minuten wurden, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so. Und wirklich coole Fahrt. Rita hat gewonnen. Ich habe sie gewinnen lassen, wie immer. Es ist auch hier übrigens wieder der Store geöffnet. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, ägyptisch-thematische Sets zu kaufen. Leider gibt es keine Orient Expedition Sets, aber dafür haben sie ein paar andere coole Sachen, auch Merchandising-Geschichten. Und man kann Sachen gravieren lassen hier. Also zum Beispiel Tassen gibt es spezielle eben für diesen Pharao-Bereich, den man sich quasi beschriften lassen kann, die Tasse. Und es gibt auch zum Beispiel Duplo-Steine, die schon quasi natürlich vorbeschriftet sind, wo ihr dann den eigenen Namen schreiben könnt oder von wem auch immer. Und es gibt auch diese Schilder, also diese Autoschilder. Was sagt man da? Ja. Kennzeichen. Das sind doch Kennzeichen. Sehr gut. Wir gehen jetzt weiter, falls ihr fragen solltet. Ich glaube, in Richtung des Ritterbereichs, aber vorher machen wir noch einen kleinen Abstecher dort drüben bei der Imagination-Anlage. Und vielleicht fahren wir heute wieder mal mit diesen Treto-Mobilen. Da sind wir schon lange nicht mehr gefahren, weil dort die Wartezeit immer so extrem lange war. Ja. Einmal war sie auch zu, die Anlage. Wir schauen jetzt mal hin und melden uns dann natürlich wieder. Bis gleich. Imagination, einer der großen Leitwerte des Lego-Konzerns. In letzter Zeit etwas weniger beachtet, aber wir sind nach wie vor große Fans der Marke. Und hier ist auch schon mehr Betrieb hier im Duplo-Park, wo speziell die Kleinen auf ihre Kosten kommen. Im Sommer ist hier alles auch noch mit Wasser ausgestattet. Das heißt, bitte nehmt euren Kleinen, wenn ihr zum Beispiel den Sommerferien herkommt, unbedingt die Badehose mit. Dann könnt ihr nämlich dort drinnen herumlaufen und mehr oder weniger auch gleich baden und duschen gehen. Das erspart ihr euch am Abend dann, wenn ihr nach Hause kommt. Hier ist oder auch so jetzt, wie ich gerade sehe, ein Plan, da schauen wir gleich mal hin, von den Shows und Events, die hier abgespielt werden in der großen Lego Arena. Vielleicht könnt ihr das lesen auf der Kamera. Die meisten sind dann allerdings erst im Sommer, wenn ich das richtig sehe. Das Legoland feiert ja 20-jähriges Bestehen heuer in Günzburg und deswegen haben sie ein paar Events der Extraklasse für euch parat oder für uns natürlich auch, wenn wir hinfahren, keine Ahnung. Aber zum Beispiel wird am 4. Juni das Ninjago Hotel eröffnet. Es gibt Geburtstagsparaden, Halloween natürlich und auch funkelnde Sommernächte, wo das Legoland auch länger oft geöffnet hat, im Juli und im August. Also da kommt jede Menge auf euch und auf uns zu. Heute ist hier ganz normaler Betrieb, aber wir lassen uns deswegen die Stimmung natürlich trotzdem nicht vertun. Niemals. Was mir noch aufgefallen ist, wir müssen einen kurzen Schwenk da hinüber machen, denn ich habe gesehen, da hinten sind Fußballer, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, seit wann sich Rita für Fußball interessiert, aber sie ist anscheinend ein großer Fan von Sepp Herberger. Hier haben sie diese Büsten der, ich weiß gar nicht, sind das von den FIFA-Weltmeisterschaften? Hier haben wir einen Kollegen aus Frankreich. Sieht ihm ja auch wirklich sehr ähnlich. Der hat doch diesen Italiener mit dem Kopf niedergestoßen. Also diese Aufbauten sind auf jeden Fall nicht neu, aber ich glaube, wir sind hier noch nie gewesen. Also wenn ihr Fußballfans seid und eure Idole in Lego-Form treffen wollt, dann schaut auf jeden Fall hier vorbei. Wenn ihr den Gerd mal treffen wollt, ich wusste nicht, dass er kleiner ist als ich. Gerd Müller. Hätte ich nicht gedacht. Hallo Gerd, kenne ich auch nicht, aber vielleicht, mit Kopfbällen tut er sich dann etwas schwer, aber vielleicht ist er flink bei den anderen zwischen den Beinen durch. Und Fritz Walter, der Letzte hier im Bunde. Auch hier interessant, denn es ist nicht nur die Information, wer das ist, sondern auch ein kleines Quiz dabei. Das ist gemein. Das hier nicht mehr im besten Zustand ist. Das ist wirklich gemein. Hier ist es nämlich noch intakt. Ja. Ja. Okay. Das war wirklich. Wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten. Eine sehr schöne Anlage hier, diese Imagination-Bereich. Man kennt es.
die Giraffe, Dino und so weiter aus Duplosteinen, was aber finde ich nichts macht, denn die sind so exorbitant groß, dass man die auch gerne mal aus Duplo bauen kann. Und ich schiele dort nach hinten zu diesem Tretermobil und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht können wir heute wirklich dort mal mitfahren. Rita telefoniert und ist abgelenkt. Ich weiß nicht, was sie macht, aber wir werden das gleich herausfinden und melden uns dann wieder. Hier seht ihr mal wieder, wie das funktioniert. Rita faulenzt und ich muss hier treten. Aber wir sind seit langem wieder mal hier an Bord dieser neu modernen Tretmobile und ich muss sagen, ich genieße die Fahrt sehr. Es fährt übrigens auch, wenn man nicht tretet, aber halt langsamer. Und man sieht hier sehr schön über viele Teile des Parks und kann sich auch ein bisschen entspannen. Wartezeit hier etwa 5 Minuten, angezeigt wurde 6 Minuten. Was ich schwer in Ordnung finde. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt noch die Fahrt, sagen Grüß Gott zu Frau Giraffe. Sie sagt auch Grüß Gott. Und ja, werden uns dann wieder melden. Ich glaube, nächster Stopp wird die Mittelaltergeschichte sein. Ja. Tipp, wenn ihr etwas Höhenangst habt, dann vielleicht eher links sitzen und nicht rechts. Ja. Denn rechts geht es ziemlich runter. Links, also auch Kinder sollen bitte immer auf der linken Seite sitzen, weil hier diese Bande ist. Rechts ist es etwas nur für Abenteurer, würde ich sagen. Nächster Stopp, Mittelalterdorf, wo wir vielleicht eine Begegnung mit dem großen Drachen haben werden. Wir werden nach ihm mal Ausschau halten. Zuerst schauen wir uns aber die Ritterburg in all ihrer Detailliertheit an. Wenn Rita möchte, fahren wir auch mit dieser kleineren Achterbahn. Ich weiß nicht, wie viele Leute da warten, aber die ist ja auch immer sehr spaßig und nett. Und ihr seht lauter lachende Gesichter, die da fahren. Auch der Drache sieht sehr nett aus heute, kein Problem. Aber eine Fahrt mit der großen Achterbahn, die wird auf jeden Fall drinnen sein, denke ich. Und schauen mal hier um die Kurve rum. 16 Minuten. Wobei, ja, könnte sein, dass das so ist. Wir filmen mal den Wagen, wie er hier vorbeifährt und dann wird sich Rita entscheiden. Rita glaubt, es ist weniger. Wir werden es probieren. Den ersten Drachen haben wir bezwungen. Jetzt kommt Drache Nummer 2. Ich sag's euch, es war jetzt schon eine wilde Fahrt. Meine Haare sind aber sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Auch für kleinere Kinder und Wartezeit war weniger als 5 Minuten, glaube ich. Wartezeit war weniger und es ist komfortabler, finden wir, eher weiter vorne zu sitzen als hinten. Denn letztens sind wir in der letzten Reihe gesessen und da reißt es einen recht hin und her. Vorne sehr komfortable Drachenbezwingung. Ganz richtig. Ich glaube, Rita will jetzt in dieses Drachengeschäft reingehen. Ja. Jetzt ist es zu spät. Sie will jetzt endlich was shoppen. Es ist fast Mittag und wir waren noch in keinem Geschäft richtig drinnen, aber jetzt ist es vorbei. Ja. Hier im Rittergeschäft haben sie natürlich allerhand Zeugs, was mit Harry Potter zu tun hat, da das natürlich am nächsten an die Ritterserien erinnert. Schauen wir mal, ob sich das diesen Sommer noch ändert, wenn die Ritterburg für 350 € den Gerüchten zu folgen erscheinen soll. Ganz cool auf jeden Fall auch ein paar Dinge, die es sonst wahrscheinlich eher weniger zu kaufen gibt, wie dieses Abenteuerset hier. Oder auch, was ist das hier? Ein Rätselbuchpack, bestehend aus 4 Büchern. Und diese Hefte mit den Figuren, die teilweise echt selten sind, gibt es hier natürlich auch. Nächster Stopp, der große Feuerdrache. Eigentlich, ich muss sagen, die Lieblingsattraktion von uns beiden. Cooler Wartebereich, coole Achterbahn. Kann man wirklich empfehlen. Im Sommer sind teilweise, Rita hat vollkommen recht, hier ist ja Arthurs Schwert immer drin gesteckt. Kein Schwert mehr. Irgendwer hat es herausgezogen. Dürfte irgendjemand herausgezogen haben und ist jetzt hoffentlich der große Ritter. Ich war es auf jeden Fall nicht, weil letztes Mal war es noch dabei. Oh, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Aber hier sind ein paar total coole Lego-Figuren auch. Ich schummel mich hier mal kurz unter der Absperrung durch. Mach das nicht nach, aber Rita ist auch nicht anders drauf. Wie gesagt, sehr cooler Wartebereich hier auch, wenn man ein wenig länger warten muss, weil man hier einfach im Schatten, im Sommer, sich diese mittelalterlichen
ja, Poster und Plakate anschauen kann. Und ich muss sagen, wir sind bis jetzt sehr zufrieden mit unserem Besuch hier. Es ist jetzt Uhrenvergleich 11:45 Uhr und wir sind schon mit sehr, sehr vielen Dingen gefahren und haben schon wirklich mehr gesehen als an so einem manchen anderen Besuchstag. Und das freut uns natürlich sehr, weil heute schon gemerkt ein bisschen mehr los ist hier im Legoland. Aber bei den Attraktionen ist man generell sehr schnell und ja, das freut uns natürlich sehr, wenn wir die ein oder andere Fahrt schon abhaken konnten. Und Rita fürchtet sich vor der Drachenachterbahn. Ich werde sie jetzt ein bisschen betreuen. Bis auf den weisen und mächtigen Merlin. Siehst du, jeder hatte Angst vor ihm. Drachen zu sich ins Schloss und gab ihm die ehrenvolle Aufgabe, den königlichen Schatz zu bewachen. Der Feuerdrache ist ein grausames Biest. Ich habe den Feuerdrachen vermangelt. Der Feuerdrache, eine wunderbare Hochschaubahn für die nicht ganz so zart beseiteten Gemüter. Dort fahren wir immer eine Runde mit und genießen die Fahrt. Und wir sehen uns jetzt an, wie er hier seine Runden zieht. Eine wirklich, wirklich schöne Bahn. So, ich irre hier jetzt gerade allein im Legoland herum. Rita hat gesagt, sie geht auf die Toilette, aber ich weiß nicht auf welche. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach hier mal ein bisschen den Lego City Bereich an, wo ja die Lego Fabrik ist. Da werden wir jetzt dann gleich mal reingehen und ich hoffe, ich finde Rita wieder. Keine Ahnung, wo sie hingekommen ist. Bis gleich.